Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Ottegear die Portal Pant. Die Portal Pant haben wir euch, wenn ich mich recht erinnere, letztes Jahr auf der SHOT Show als Neuheit vorgestellt. Sie ist inzwischen auch in Deutschland gelandet und deswegen wollen wir sie euch auch mal im Detail vorstellen. Die Portal Pant hat ihren Namen bekommen vom Mount Whitney Portal Trail in Kalifornien, denn da wurde sie quasi das erste Mal getestet. Eine sehr, sehr warme Gegend und genau dafür ist diese Hose auch gedacht. Wir haben euch von Ottegear schon andere Hosen vorgestellt, die eher so für die Range konzipiert sind, also sehr robust und ja, eher für den rauen Range-Alltag gedacht. Die Portal Pant ist tatsächlich eine reine Outdoor-Hose, kann man natürlich auch auf der Range anziehen, wenn man jetzt nicht gerade vorhat, da auf den Knien stundenlang rumzurutschen oder im Liegen zu schießen oder sonst irgendwas zu machen. Aber vom Design her kann man sie sich vorstellen wie eine ultraleichte Windhose oder eine Softshell-Hose aus einem Four-Way-Stretch-Material. Verwendet werden hier 89% Nylon und 11% Elastan in einem Four-Way-Stretch-Material. Das heißt, die Hose flext extrem gut und ist natürlich dadurch extrem bequem. Als Anwendungszweck würde ich hier auch sagen, gerade dann, wenn man viel Sonne hat und eine kurze Hose vielleicht keine Option ist aufgrund von Sonnenbrand. Wohlgemerkt, die Hose hat keinen UV-Schutz, keinen zusätzlichen, aber manchmal ist eben einfach auch eine lange Hose sinnvoller als eine kurze Hose und genau dafür ist die Portal Pant gedacht. Sie ist gerade und weit geschnitten, also ganz gerades Straight Cut Bein. Das heißt, sie fällt auch sehr schön über einen höheren Schuh oder auch über einen flachen Schuh ohne Probleme drüber. Ihr habt hier im Schritt nochmal zusätzliches Material verwendet, um mehr Bewegungsfreiheit zu geben. Auch wenn man hier Four-Way Stretch hat, hat man auf diese typischen athletischen Cut geachtet. Und ich bin aktuell 1,80 Meter groß und wiege 100 Kilo und das ist hier Größe 38, 32 als Referenz, damit ihr sie auch mal am Mann gesehen habt, wie sie ausfällt. Von der Ausstattung her habt ihr oben am Hosenbund natürlich normale Gürtelschlaufen, auch in normaler Breite. Es würde jetzt so ein Innengürtel, ein schmälerer würde hier auch ohne weiteres durchgehen. Ihr habt vorne 2 Schlaufen und dann im hinteren Bereich 4 Schlaufen, wobei die Gürtelschlaufen so gesetzt sind, gerade hier an den Seiten, dass immer Platz ist für Holster oder für Magazintaschen dazwischen, dass da auf keinen Fall, wo die Gürtelschlaufe ist, eine Magazintasche sitzt, sondern immer davor oder dahinter. Und bedient wird die Hose hier mit einem Canadian Slotted Button, mit Gurtband vernäht, mit einem Knopf und mit einem Zipper, natürlich von YKK. Ansonsten hat die Hose 2 Eingrifftaschen für die Hände. Die sind auch groß genug, um mit Handschuhen eingreifen zu können. Die sind nicht weiter unterteilt, haben jetzt auch keine spezielle Abteilung hier für Messer oder sonstige Sachen. Es ist tatsächlich wirklich der Fokus auf Leichtgewicht gesetzt, aber man sieht hier schön den Anschnitt an der Seite, dass man hier auch sehr gut mit Handschuhen hineinkommt. Gucken wir uns die Rückseite direkt an. Denn auch hier hat man 2 reguläre Gesäßtaschen untergebracht, rechts und links oben offen für die Geldbörse oder ähnliche Gegenstände. Und dann für die Organisation, ähnlich auch wie bei der Range Pant und der Universal Pant, hat man hier auf dem linken Hosenbein eine Tasche mit einem fast versteckten Zipper, die ist sehr unauffällig. Die kann ich eingreifen und habe dann hier nochmal ein explizit abschließbares Fach mit Reißverschluss oder verschließbares. Und auf dem rechten Hosenbein am Oberschenkel habt ihr hier auch nochmal eine Tasche, die ist mit einer Flap abgedeckt, das heißt, die ist eigentlich offen, gibt auch keinen Klettverschluss, Magnet oder sonstige Verschlüsse, sondern die wird einfach nur hier drüber gehalten. Das ist dadurch realisiert, dass die Abdeckung hier auf der einen Seite vernäht ist und dadurch schließt sie sich eigentlich immer selber. Und hier habe ich auch nochmal ein bisschen Stauraum für kleinere Gegenstände. Mehr gibt es zur Portal Pant auch nicht zu sagen. Sie ist tatsächlich dafür gedacht, einfach eine ultra leichte und luftige Hose zu haben. Wir werden die jetzt nochmal explizit im Sommer auch durchtesten und euch nach dem Sommer nochmal ein Feedback geben, wie sie sich geschlagen hat. Auch mal wirklich um und am Wasser, vielleicht auch mal im Wasser drin, um zu schauen, wie schnell das Material trocknet, um euch da einfach mal ein Feedback zu geben, wie sie sich als Sommerhose schlägt. Preislich ist sie recht günstig für Ottegear in Deutschland.
Muss man immer dazu sagen, Otegear aus den Staaten hat man immer einen Mehrpreis durch den Import, aber die Portal Pant ist tatsächlich eine der günstigeren Hosen und unserer Meinung nach auf jeden Fall auch mal einen zweiten Blick wert. Und wir geben euch da nochmal einen Erfahrungsbericht im Spätsommer oder im Winter dazu. Die Portal Pant gibt es aktuell hier in dem schönen Grau, in Ranger Green und in Coyote bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Habt ihr vielleicht auch schon die Portal Pant oder eine andere Hose von Otegear getestet? Dann schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.